Mich fasziniert an der Stadt diese Konzentration von verschiedenen Menschen, Kulturen, Sprachen, Lebensentwürfen und auch die Möglichkeiten, die Stadt einfach bietet, diese zu verwirklichen. Also dieser alte Spruch von Stadtluft macht frei, finde ich, hat nach wie vor Gültigkeit. Stadt ist einfach ein Raum, in dem sich Menschen verwirklichen können, in dem man konfrontiert wird mit vielem, das einem selbst fremd ist, vieles, über das man vielleicht lernen kann und das einen bereichert in der ganz alltäglichen Stadtnutzung und Praxis. Wir sind der RIF, Verein für Stadtforschung in Wien. Den Verein gibt es seit 15 Jahren. Wir beschäftigen uns mit der Stadt als sozialen Raum, als gesellschaftspolitischen Raum und geben seit 15 Jahren eine Zeitschrift heraus für kritische Stadtforschung, veranstalten ein Festival, das heißt Urbanize, einmal im Jahr und machen eine Radiosendung und sonstige Dinge rund um dieses Thema urbaner Raum Stadt. Als wir die Zeitschrift gegründet haben, haben wir gewusst, wir wollen zum Thema Stadt was machen. Also dass es rund um Stadt gehen wird, war ganz klar. Und die Zeitschrift heißt der RIF, also das ist ein Begriff, der ja nicht ganz breit bekannt ist. Das heißt, da muss man sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigen oder wissen, wer die situationistische International ist und sich da ein bisschen auskennen. Das heißt, wir haben gewusst, wir brauchen einen Untertitel für die Zeitschrift. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir nennen die Zeitschrift für Stadtforschung. Also weil das einfach der Begriff ist, der am wenigsten mit irgendeiner universitären Disziplin verknüpft ist, der am wenigsten definiert ist, der am freisten ist, wo Leute, die sich jetzt, weiß ich nicht, mit Geografie, mit Ethnologie beschäftigen, genauso was beitragen können oder genauso damit arbeiten können wie jemand, der im künstlerischen Bereich tätig ist oder jemand, der Raumplanung oder Architektur studiert oder aus der Ecke kommt. Also grundsätzlich sehen wir ja in den letzten paar Jahren einen unglaublichen Reichtum an neuen urbanen Bewegungen. Also Menschen empfinden offensichtlich in sehr, sehr vielen Städten, dass sie stärker mitreden wollen, dass sie eine stärkere Verbundenheit mit ihren lokalen Nachbarschaften haben, dass sie einfach gestalten wollen, wie dieser Lebensraum Stadt aussieht und was damit passieren soll. Wo ein bisschen, glaube ich, die Gefahr ist, dass diese vielen kleinteiligen Bewegungen sehr vereinzelt irgendwie agieren und dann sehr oft in so kleinen informellen Nischen verhaftet bleiben, ohne quasi auf der nächsthöheren Ebene der kommunalen Verwaltung oder der Politik in irgendeiner Form unterstützt oder wahrgenommen zu werden. Was man oft beobachten kann, ist, dass solche Leute über eine relativ kurze Zeitspanne mit wahnsinnig hohem Engagement, so gut wie immer ehrenamtlichem Engagement, arbeiten an verschiedenen Themen und sich dann irgendwann einfach komplett ausbrennen und diese Sachen dann auch wieder versanden und einfach verschwinden. Und das sind ungehobene Potenziale für tatsächlich lebenswertere Städte, die, glaube ich, von der Politik nach wie vor unterschätzt werden. Also in unserer Tätigkeit, in unseren Berichten in der Zeitung, die Themen, die wir aufgreifen, das ist immer ganz ein wichtiges Thema, dass in den Städten eigentlich die Menschen, die dort wohnen, diejenigen sind, die mehr Gewicht haben sollen, die sich äußern können sollen, die Einfluss haben können sollen auf die Gestaltung ihres Lebensraums. Wir benutzen da oft dieses Bild, das Henri Lefebvre zeichnet von der Stadt als Œuvre, also einem Werk, das die Menschen, die da wohnen, gemeinsam schaffen. Und das ist, glaube ich, ein Ziel, auf das man hinarbeiten muss, dass diese Top-Down-Politik und diese Degradierung praktisch zu jemandem, der vielleicht alle 4 Jahre die Stimme abgibt oder nicht einmal das machen kann, also dass das aufgelöst wird oder in eine Richtung geht, wo die Menschen, die Bewohner der Städte diejenigen sind, die den Lebensraum maßgeblich bestimmen und gestalten können. Wie kann man das Stadtleben verbessern? Also ja, ein ganz breiter Ansatz, wo es natürlich viele Aspekte gibt, die berücksichtigt werden können. Angefangen vom Verkehr, den man hier irgendwie sieht auf der Praterstraße, bis zu den Möglichkeiten der Menschen, ihr Leben mit dem Einkommen, das sie haben, zu bestreiten in der Stadt, was ja leider aufgrund der steigenden Mieten auch immer schwieriger wird. Aber ich finde, eines der ganz wichtigen Themen, und das wird viel zu wenig thematisiert, ist die Tatsache, dass irgendwie viele Leute in der Stadt allein aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft keine Möglichkeit haben, aktiv am politischen Leben teilzunehmen. Also sie können sich privat engagieren, aber sie können nicht an Wahlen teilnehmen. Sie sind von ganz vielen Möglichkeiten, die man hat als Staatsbürger, offizieller Staatsbürger in einer Stadt ausgeschlossen. Und in einer Stadt wie Wien
sind es 20-30% der Leute, die hier leben, und das ist eigentlich ein unglaublicher Wahnsinn. Städte sind sehr, sehr lange analog zu den Bedürfnissen des Autos geplant worden. Also das Auto im Mittelpunkt und alles andere Leben in der Stadt, das sich rundherum gruppieren muss. Und das bemerkt man immer noch sehr stark. Es gibt mittlerweile eine Kehrtwende, aber ich denke, das muss in einem viel umfassenderen Ausmaß passieren und eigentlich sollte es viel schneller passieren. Es geht tatsächlich um Lebensqualität, es geht um Städte, die wachsen, wo Raum einfach immer notwendiger wird, um sich aufhalten zu können. Es geht um den Klimawandel, der weniger versiegelte Flächen braucht. Also es gibt so eine Palette. Ja. Ein weiterer Aspekt ist, dass man diese immer stärker werdende Tendenz, alles zur Ware zu machen oder also auch Wohnen zum Handelsobjekt zu machen und Immobilien zum Handelsobjekt zu machen, zurückschrauben muss. Dass die Menschen ihre Grundbedürfnisse in der Stadt einfach gesichert haben und so Tendenzen wie Segregation und Gentrification angehalten werden, also die ja in den Städten immer stärker sich auswirken. Also das Urbanize Festival gibt es seit 6 Jahren. Es hat im Untertitel Festival für urbane Erkundungen und genau das ist auch die Idee dahinter. Wir möchten mit ganz unterschiedlichen Leuten und in möglichst vielfältigen Formaten über Stadt nachdenken und über Themen, die in der Stadt passieren. Also wir laden Künstlerinnen ein, wir laden Stadttheoretiker und Stadtforscher und Forscherinnen ein, wir zeigen Filme, wir laden Stadtaktivistinnen ein, um gemeinsam irgendwie 10 Tage lang an einem Thema zu arbeiten im weitesten Sinne. So eine bisschen Hidden Agenda, also so im Hintergrund läuft es eigentlich immer mit, dass wir schon damit auch das Anliegen verbinden, sehr unterschiedliche Leute zusammenzubringen. Also es bilden sich tatsächlich über das Urbanize Festival immer wieder Netzwerke von Menschen, die sich vorher noch nicht gekannt haben und die im Anschluss gemeinsam etwas machen. Also wenn wir sehr stark heute darüber reden, dass wir einen Wandel brauchen, das Wirtschaftssystem, der gesellschaftlichen Systeme, dass wir Lösungen brauchen für das soziale Miteinander, für die Absicherung von Leuten, dann bedeutet das, glaube ich, in erster Linie, dass diese ganzen sehr engagierten informellen Bewegungen, die sich da an allen Ecken und Enden auftun, tatsächlich Unterstützung brauchen von der politischen Ebene. Also ich denke, die Politik, die städtische Politik muss sehen und muss anerkennen, dass das wirklich so die Wurzeln sind eines möglichen Wandels in eine sehr gute Richtung und die brauchen einfach institutionelle Unterstützung.